Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben von Freunden einen kleinen Nähwagen geschenkt bekommen. Die Oberfläche des Deckels hat ziemlich gelitten und die Beine fehlen auf der rechten Seite. Erst einmal wird alles ausgeräumt und sauber gemacht. Was für ein Chaos, das muss ich später sortieren. Nach dem Aussaugen sieht der Kasten besser aus, als ich dachte. Dort waren die Füße befestigt. Alle Teile werden abgeschraubt, damit ich Platz zum Bearbeiten habe. Dasselbe mit der anderen Seite. Um ganz sicher zu gehen, dass ich nichts verwechsel, beschrifte ich die Teile. Ist in diesem Fall nicht notwendig, aber es ist eine Gewohnheit und die halte ich bei. Gesäubert wird die Oberfläche mit Ethanol. Da die Oberfläche vom Deckel stark beschädigt ist, werde ich sie abschleifen. Ich möchte nur die Farbe abtragen, nicht die Oberfläche. Deswegen schleife ich mit 240er Körnung. Für die kleine Kante nehme ich 180er. Das funktioniert ein bisschen besser. Ich versuche, die Farbe den Rest des Nähwagens anzugleichen. Dafür nehme ich eine Wasserbeize in Nussbaumhell. Um die aufgestellten Fasern zu brechen, benutze ich ein Schleifpapier mit der Körnung 320.
Die Seitenteile wurden auch geschliffen. Die färbe ich auch mit einer Wasserbeize, diesmal in Nussbaumdunkel, um einen schöneren Kontrast hinzubekommen. Die Beine von der anderen Seite muss ich nachbauen. Dafür messe ich mir alles aus, mache mir eine Schablone und übertrage das alles. Die Bügel sind mit Stahlstiften fixiert. Sie bleiben dort, wo sie sind. Noch rechtzeitig, bevor ich das erste Bein zu Ende geschliffen hatte, kam eine Überraschung. Die Freunde hatten das abgebrochene Teil wiedergefunden und haben es uns vorbeigebracht. Somit habe ich mir viel Arbeit gespart. Die Farbe vom Bügel ist ziemlich abgenutzt. Ich werde sie erneuern. Mit einem Streichlack und einem weichen Pinsel funktioniert das sehr gut. Wenn man die Pinsel sofort nach der Bearbeitung säubert, kann man sie auch immer wieder benutzen. Die Rollen säubere ich mit einer Reinigungspaste für Metall. Sieht schon besser aus. Der Nähwagen bekommt eine schöne neue Oberfläche. Dafür nehme ich Shellac. Achtung, es ist keine Politur, es ist eine Mattierung. Aber für so ein Teil ist es einfach, simpel und geht sehr schnell. Ich kann alle Aufträge innerhalb von einer Stunde aufbringen. Der Pinsel wird in Ethanol ausgewaschen, damit bleibt er lange haltbar. Da ich den ersten Auftrag, dabei ging es hauptsächlich um den Deckel, mit einem Pinsel aufgetragen habe, ist der Shellac sehr dick draufgekommen. Deswegen behandle ich ihn mit einem sehr feinen Schleiffries, um ihn zu glätten. Alle weiteren Schichten werde ich mit dem Polierbein auftragen. Das erfolgt in Abständen von ungefähr 20 Minuten. Einen Polierballen und den Streichschellack oder wie er umgangssprachlich Petersburger genannt wird, könnt ihr bei mir bestellen. Schickt mir einfach eine E-Mail.
Der Streichschellack wird allerdings ohne Flüssigkeit geliefert, da ich diesen nicht versenden darf. Du bekommst den Behälter mit der richtigen Menge an Schellackflocken da drin. Diese füllst du dann nur noch mit Ethanol oder am besten Isopropanol auf. Nähere Informationen dazu bekommst du unten in der Videobeschreibung. Viermal habe ich die Aufträge durchgenommen. Danach habe ich es trocknen lassen und alles wieder zusammengeschraubt. Das waren die Schrauben, die ich brauchte, die ich hatte. Naja, da musste ich mir wohl doch neue kaufen. Es war kein großes Projekt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Man kann auch an kleinen Gegenständen Spaß dran haben, sie wieder herzurichten und so zu machen, dass sie wieder schick aussehen. Und ein Hingucker ist es auch. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an dem Video und sage bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.